Hallo zusammen! Heute in meinem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine einfachste Beuteltasche häkelt. Die Tasche hat ovalen Boden, Abmessung für Boden 23 x 19 cm. Die Tasche hat so eine Schnur zum Schließen. So geht das auf. Das einfachste, aber schöne Muster habe ich ausgewählt. Und außerdem, wenn man will, kann auch Ringe hier anbringen oder direkt wie ich mit Karabiner. Einfachster Gurt. Noch die Höhe von der Tasche, wie die so von Boden ist. Ich sag mal 25 cm ist die Höhe. Gehäkelt habe ich das mit Cotton Cord, also in 2 Farben, 2 Knäuel, noch ein bisschen Rest geblieben. Häkelnadel Nummer 5, Häkelnadel Nummer 4, Wollnadel und Maschenmarkierer. Da braucht man eine Luftmaschenkette mit 6 Luftmaschen. Wir häkeln oval. Am Anfang bei der ersten Masche und bei der letzten Masche in der ersten Reihe macht man 3 zusammen. Hier direkt, wir häkeln unter diese einen Faden. Direkt in die erste 3 Stück. Dann 4 einzelne. Und in die letzte Masche 3 Stück. Jetzt sind wir auf die andere Seite, bis zu Anfang noch 4 einzelne. Und man häkelt hier unter diese 2 Faden. Da wir weiter in Spiralrunden häkeln, brauchen wir einen Maschenmarkierer und markieren alle erste Masche hier. Mit jeder Reihe muss man an jedem Halbkreis 3 zusammen vornehmen. Also jetzt in Reihe Nummer 2 wird jede Masche von diesen 3 verdoppelt. Auch hier in die Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppelt. Und so weiter in Reihe Nummer 4 jede dritte Masche. Und passen Sie auf, dass die zusammen nicht direkt übereinander liegen, sondern eine Masche vor oder eine Masche zurück verschoben wird. So, ich häkle in Kreuzstich, das heißt, ich nehme von unten Garn, nicht wie gewöhnlich von oben, sondern von unten. Und erste Masche markiere ich. Und genau an die gleiche Stelle noch eine. Dann machen wir erst zusammen. Hier 2. Und hier 2. Weiter 4 einzelne bis zum nächsten Halbkreis. An diesem Halbkreis diese 3 Maschen auch verdoppeln. Und bis zu Ende sind noch 4 Festmaschen.
Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppelt. Diese Maschenmarkierer lasse ich hier und bei der allerersten Masche häkle ich 1. Die nächste verdoppel ich. Dann wieder 1. Und dann wieder verdoppeln. So, wir können immer schauen, wo vorherige Zunahme war, wo jetzt. So, noch einmal 1 und verdoppeln. Jetzt bis zum nächsten Halbkreis 5 Stück einzelne, dann Verdoppelung, einzelne Verdoppelung, einzelne, letzte Verdoppelung und bis zu dieser markierten Stelle. Reihe Nummer 4, da ist die Maschenmarkierer. Da häkle ich jetzt eine einzelne und hier verdoppelt dann. Schauen Sie, hier war Zunahme. Ich häkle eine vor, man kann auch eine nach der Zunahme häkeln, aber nicht zwischen denen, sonst dann am Ende wird ein bisschen eckig ausfallen. Und jetzt Verdoppelung. Und in dieser Reihe zwischen Zunahmen sind 2 einzelne Maschen. 1, 2. Und jetzt wieder Zunahme. Zwei einzelne und die Zunahme. So. Und weiter häkelt ihr einzelne bis eine Masche vor der Zunahme. Also schauen Sie, hier war Zunahme, das heißt, hier wird neu sein. Ihr könnt auch Markierer benutzen, für Anfänger ist empfehlenswert. Immer diese Stellen markieren, wo Zunahme müssen kommen. So. Und häkelt er weiter so im Kreis, also in Spiralrund. Und immer aufpassen, dass die nicht übereinander stehen, nächste Zunahme, mal vor, mal nach vorherige. Und ihr häkelt das in die Größe, welche ihr benötigt. Ich habe insgesamt 14 Reihen gehäkelt. In die Reihe Nummer 14 habe ich nur 2 Zunahmen gemacht. Eine hier, eine da. Weil wir brauchen eine Maschenanzahl, die durch 8 teilbar ist. In der Reihe Nummer 13 war bei mir 86 Maschen. Deswegen habe ich noch 2 dazu gemacht. Also jetzt aktuell ist 88 Maschen. Abmessung in der Breite ist 24 cm und hier ist 20 cm. Weiter häkeln wir die Wände hoch und Arbeit ist beendet, wo dieser Maschenmarkierer war ungefähr. Eine Kettmasche verbinden und an dieser Stelle fangen wir an mit Stäbchen, mit Fake-Stäbchen. Ein bisschen rausziehen, halten, drehen, Faden ziehen und zurückdrehen und dann erstmal abhäkeln. Das ist der erste Fake-Stäbchen. Dann häkeln wir noch 2 Stäbchen hier. Dann wird 2 Maschen hier übersprungen und in diese Masche häkeln wir. So, drauflegen, rein, drauflegen, rein und dann alles das abhäkeln, durchziehen, durchziehen durch diese und eine Masche. Eine Luftmasche. Und wiederholen wir nochmal dasselbe. Drauflegen, in die gleiche Stelle, rausziehen. So hochziehen, wie die Stäbchen ist. Drauflegen und nochmal rausziehen.
Und jetzt alles auf einmal vorsichtig durchziehen und eine Masche häkeln. Hier jetzt sollte 8 Maschen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das die 8. kommt am Ende von dieser Reihe und wird hier verbunden. Also zu diesem Stäbchen ist noch keine Masche hier, also keine 2 Faden. Was sehen Sie das? Das gehört zu Stäbchen, nicht oben diese 2 Faden. Also die kommen noch. Jetzt aktuell sind 7 Maschen hier. So, weiter geht's. Dann wird 2 wieder übersprungen hier unten und nächste 3 werden Stäbchen gehäkelt. Und es wiederholt sich immer 3 Stäbchen. Dann hier unten 2 freilassen und in die nächste drauflegen, rein, drauflegen, rein und alles abhäkeln. Eine Masche, eine Luftmasche. Und nochmal in die gleiche Stelle drauflegen, rein und alles abhäkeln und Masche. Jetzt können Sie nachzählen. Hier sind 8 Maschen ab hier, ab diese Stäbchen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dieser Abschnitt wiederholt sich immer bis zu Ende von dieser Reihe. 3 Stäbchen und dann diese 2 Maschen hier rein. 1, 2 frei. Dann hier kommen 3 Stäbchen. So sieht das aus. Hier sind noch 2 frei und aus dieser kommt schon erste Stäbchen. Verbindung. Es wird gleich sein in jeder Reihe. Hier bei der zweiten Stäbchen diese 2 Faden von hinten nach vorne, diese offene Masche durchziehen und nicht so viel rausziehen. Unter dieser Verbindungsstelle das drauflegen und erst einmal feste Masche fixieren. So. Weiter geht's ganz leicht. 3 Stäbchen kommen über 3 Stäbchen und hier genau dasselbe in die Mitte. So, erstmal Fixstäbchen rausziehen, abhäkeln. Erstes fertig, dann weiter unter diese 2 Faden, Stäbchen häkeln. Dann drauflegen, in die Mitte, rausziehen, drauflegen, rausziehen, alles durchziehen, fixieren, Luftmasche und nochmal genau dasselbe da rein. Und Masche. So sieht das aus. Können Sie auch nachzählen. Es sind jetzt 7 Maschen hier. Die hat noch keine 2 Faden hier oben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und man wiederholt sich immer 3 Stäbchen.
Ich habe 3 Reihen gehäkelt. Jetzt möchte ich Farbe wechseln. Garn abgeschnitten. Bei die gleiche zweite Stäbchen durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Hier und dann ein bisschen so runterziehen, verstecken und auch vernähen. So sieht das aus. Jetzt nehme ich andere Farbe und fange ich hier direkt bei diesem ersten Stäbchen eine feste Masche fixieren. Fake-Stäbchen wie vorher rausziehen. So, und weiter geht's, wie vorher alles war. So sieht das aus. Mit dieser Beige-Farbe habe ich 10 Reihen gehäkelt und anschließend noch 3 Reihen mit weißer Farbe. In die Höhe beträgt das 23 cm jetzt. Man kann das so abschließen und lassen oder man kann einen Abschluss noch häkeln. Hier am Ende keine Luftmasche häkeln, schließen wir das ab. Bei der zweiten Stäbchen durchziehen und eine feste Masche häkeln. Dieser Abschluss besteht aus 5 Stäbchen abwechselnd mit einer festen Masche. Die 5 Stäbchen werden immer bei den mittleren hier Stäbchen sein, hier oben, und hier direkt in die Mitte von dieser Öffnung. Und zwischen denen wird eine feste Masche gehäkelt. Also hier ist feste Masche, direkt hier 5 Stäbchen. Weiter hier, diese wird übersprungen, in diese eine feste Masche und hier in die Mitte 5 Stäbchen. Danach hier eine feste Masche und weiter 5 Stück hier, also eine überspringen und 5 Stück hier. Merkt ihr, dass das wird immer eine übersprungen und hier in die Mitte gehäkelt. Schauen Sie. Feste Masche, überspringen, 5 Stäbchen. Überspringen, feste Masche, 5 Stäbchen, weil hier sind 3 Maschen in dieser Stelle. Wir häkeln nicht direkt hier unter die 2 Faden, sondern hier direkt in die Mitte. Und deswegen wird nach dieser Stelle hier direkt eine Festmasche gehäkelt. So, dann eine überspringen, hier 5 Stäbchen. Hier am Ende Garn abschneiden, dieses Endstück unter diese 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Ein bisschen runterziehen, auch verstecken und vernähen. Und zuletzt häkelt man eine Schnur mit Kettmaschen und die Länge können Sie selbst bestimmen, welche ihr braucht. Diese Schnur ist ungefähr 90 cm lang. Hier noch ein Knoten bilden am Ende und ist das fertig. Jetzt häkeln wir ein Gurt mit Karabiner direkt. Kann man auch Ringe benutzen, ist egal. Ich häkel einfach mit Festmaschen, aber am Ende von jeder Reihe mache ich keine Luftmasche zur Steigerung, damit das Rand ein bisschen fester wird. Häkelnadel Nummer 4 und feste Maschen. So, ein Stück hier entlang legen. Breite können Sie auch selber bestimmen.
So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3 Maschen. Umdrehen und ich häkel direkt in die erste. Hier eine feste Masche. 2, 3 und dann hier, schauen Sie, in diese häkel ich auch die vierte. So, es werden 4 feste Maschen sein. Ich mache keine Luftmasche, direkt umdrehen und hier unter diese 2 Faden. Also in die Höhe häkeln, einfach mit 4 festen Maschen. Es wird ein bisschen fester sein, alles so dicht. Ich habe ungefähr 90 cm gehäkelt. Garn abschneiden, rausziehen. Und mit Hilfe von Wollnadeln werde ich jetzt einfach hier mit mehreren Stichen durch Maschen das annähen. Zählen Sie nach, wie viel mal hier, auch so viel durch Karabiner ziehen. So sieht das aus. Jetzt diese Ende hier runterziehen durch mehrere Maschen und auch vernähen. Diese Schnur habe ich jetzt bei der letzten Musterreihe durchgezogen. So, und geht das so zusammen. Hier jetzt verknoten. Und zum Schluss den Gurt anbringen. Ich habe einfach auf die Seite hier geguckt, so nach oben bei diesem Muster von beiden Seiten. Und das war's. Die Tasche ist fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!